Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 5 Video. Vielen Dank, dass ihr einmal mehr mit am Start seid. Leute, Battlefield 5 erfährt zumindest auf der Playstation gerade einen zweiten Mini-Hype. Manche würden zwar sagen, Battlefield 5 war nie im Hype, demnach wäre es der erste. Spaß beiseite. Die Lobbys sind wirklich knacke voll. Es macht richtig Spaß zurzeit auch zu zocken. Solltet ihr euch das Game noch nicht gesichert haben, dann tut es auf jeden Fall. Im Notfall, wenn ihr keinen Platz auf der Playsee habt oder so, dann zieht es euch zumindest in die Bibliothek und checkt das Ganze mal aus. Ist auf jeden Fall wert und wie gesagt, völlig gratis. Dementsprechend gehe ich das Thema nochmal an, auch wenn es vielleicht für so ein altes Spiel für die alten Veteranen nicht mehr so interessant ist. Trotzdem werde ich immer mal wieder gefragt, ob in Livestreams oder unter meinen Videos, wie es denn zum Thema Rückstoßverhalten aussieht und warum es bei mir so wirkt, als hätte ich nahezu keinen Rückstoß. Dementsprechend werden wir uns in dem Video anschauen, was sind eure optimalen Einstellungen dafür, wie funktioniert der Rückstoß im Battlefield überhaupt und welche Möglichkeiten habe ich dem Ganzen entgegenzuwirken. All das checken wir im heutigen Video. Wenn euch das Ganze gefällt, dann wie immer gerne ein Like und Abo dalassen. Vielen Dank dafür und jetzt starten wir aber auch endlich rein in das Video. Erstmal müssen wir uns natürlich anschauen, was gibt es für einen Rückstoß. Es gibt natürlich den vertikalen, sprich den nach oben, den kann man relativ easy gegenziehen und dann gibt es aber den horizontalen, das ist, wenn die Waffe von links auf rechts springt, den man eben nicht leicht gegenziehen kann. Und zwar, ich simuliere euch das jetzt an der Stelle mal, ich halte jetzt nach oben gegen und ihr seht aber, wie die Waffe trotz alledem von links auf rechts immer noch hin und her springt. Und dieses Rückstoßmuster, das ändert sich immer. Jetzt im zweiten Versuch seht ihr, ich tabbe die Waffe durch, also ich bin nicht auf Dauerfeuer, sondern tabbe die Waffe durch. Das gleiche versuche ich jetzt hier nochmal abgekniet, weil, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, sich da der Rückstoß beim Knien und beim Liegen nochmal um 25 und einmal um 40% reduziert. Und was wir wollen ist, dass wir verhindern, dass die Waffe zu sehr von links auf rechts springt und das ist ja insbesondere für weitere Distanzen sehr, sehr wichtig. Klar, auf kürzeren Distanzen geht dann trotzdem alles rein, aber im Endeffekt wollen wir einfach simulieren, dass wir den Schießvorgang abbrechen und somit setzt sich das Rückstoßmuster immer wieder zurück und wir können ganz easy gegenziehen. Jetzt noch eine wichtige Sache, das sind die Einstellungen und zwar vermutlich, wenn ihr neu anfangt, habt ihr die Standardeinstellungen Sichtfeld 50 und ADS ein. Was passiert? Also erstmal sieht das Movement aus wie ja, ein Shooter von vor 30 Jahren, also ultra langsam, ultra low und dadurch, dass ihr so nah dran seid, ist das Kontrollieren des Rückstoßes auch nochmal wesentlich schwieriger. Also ihr seht, ich habe trotzdem noch gegengezogen, aber die Schüsse, die gehen irgendwo hin. Also ganz wichtig, setzt euch das Sichtfeld höher. Ich sage mindestens 84 ist aus meiner Sicht optimal, weil da seid ihr 100-100 und das ADS-Sichtfeld geht ihr auf 1, damit sich das Visier nicht nochmal erneut reinzoomt. Also schaut euch den Unterschied an, wo die Schüsse hier sind und wo sie auf der linken Seite sind. Vertieftere Informationen ganz allgemein zu Einstellungen, Settings, etc., was wie wo wichtig ist für Multiplayer, Soldaten, für Fahrzeuge, für Flugzeuge und den ganzen Stuff findet ihr in meinem Einstellungsvideo. Das werde ich euch an der Stelle einmal mehr verlinken. Schaut da gerne nochmal mit rein oder wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann packt mir das an der Stelle gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, das Ganze hilft euch ein bisschen weiter. Ihr habt weiterhin Spaß mit Battlefield 5 und haltet das Game noch ein bisschen aufrecht, denn wie wir alle wissen, Battlefield 6 zieht sich aktuell zäh wie Kaugummi. Und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen noch mehr auf den Servern sehen würde. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Livestream bzw. zum nächsten Video. Haut rein und bis dahin, euer A-Team.